Okay, es sind nur 10 Pfund, aber so langsam fängt es an zu brennen. Heute habe ich ein weiteres Trainingsgerät dabei, das ich neulich schon mal in dem Video zum Powerpull von Sounders erwähnt habe. Und zwar ist das ein weiteres Trainingsgerät. Es heißt Grip Trainer und ist von der französischen Marke Pedago Archery. Der Grip Trainer ist ein Trainingsgerät, das nicht für Muskelaufbau oder für reines Krafttraining gedacht ist, sondern es ist mehr ein Techniktrainingsgerät, und das zeige ich jetzt mal, wie es funktioniert und was wir hier alles bekommen. Es ist ein Gerät, was für Rechts- und für Linkshandschützen ist. Wir haben also hier ein Teil, was einer Griffschale nachgeformt ist, und die ist eben symmetrisch, kann also für beide Seiten verwendet werden. Und dann haben wir hier diesen Kunststoffrahmen und ein Gummiband. Und der Kunststoffrahmen hat eben das Ziel, dass man das Gummi lösen kann und es einen nicht an den Arm schlägt. Auch das hatte ich erwähnt in dem Video zu dem Powerpull, dass man das nicht lösen soll, weil es weh tut, und auch Sounders das eben nicht empfiehlt. Ich glaube, einfacher als viel darüber reden ist es einfach mal zu zeigen. Deswegen, ich ziehe mal eine Fingerschlinge an, weil ich das so ähnlich haben möchte wie möglich, wenn ich einen Bogen schieße. Und dann kann ich eben dieses Gerät wie einen ganz normalen Bogen auch halten, kann ausziehen, kann ankern. Ich habe jetzt keinen Tab an, aber hier, wo ich eben ankern würde, und da kann ich lösen, und dann sieht man, fällt es hier hin, kommt mir nirgendwo gegen, tut mir nicht weh. Das ist wahrscheinlich die Stärke schlechthin von diesem Gerät, wenn man mit Einsteigern den Bogen schießen, die Bewegungsabläufe, die Grundhaltung und so weiter einstudieren möchte. Aber es funktioniert eben genauso für erfahrene Schützen, die an ihrer Technik arbeiten wollen, die ganz konkret was einstellen oder verbessern wollen. Wir haben hier vorne ein Gewinde, das ist normales 5/16 Stabi-Gewinde, und da kann man ein Gewicht anschrauben zum Beispiel. Ich habe hier ein Blankbogengewicht von Arctec dabei, und so kann man also auch mit diesem Teil ein Gewicht simulieren. Das ist vom Hersteller eigentlich gedacht gewesen, dass man wohl ein Stabi montiert, deswegen dieser steile Winkel hier von der Griffschale, der ist ein bisschen im Weg. Man kann das Gewicht hier nicht so richtig schön dran schrauben. Da müsste man vielleicht mal mit einer Unterlegscheibe oder mit einer Mutter arbeiten. Ich schraube es jetzt nicht zu fest, weil man das Gewicht dann hier in den Griff schraubt, aber es funktioniert auf jeden Fall. Also es hält ganz gut. Und dann habe ich eben den gleichen Effekt, dass ich mehr Gewicht vorne habe und dass der Schuss eben sich natürlicher anfühlt. Das Lösen mit dem Gummiband. Ich zeige es nochmal, wie ich das Gerät jetzt verwenden würde in dem Fall. Ich ankere, ich habe hier meine Finger vorne ganz locker, weil ich ja auch meine Schlaufe ab, und wenn ich löse, dann fällt das auch ein bisschen nach vorne, macht also ein bisschen die Bewegung, die auch ein Bogen machen würde. Und jetzt ist das hier das schwächste Gummiband, was ich montiert habe. Das hat im Vollaufzug bei 28 Zoll Auszugslänge nur 10 Pfund, also ist sehr, sehr leicht und deswegen auch geeignet. Und wenn ich jetzt also im Vollauszug stehen würde mit einem Trainer und der würde zum Beispiel mit mir arbeiten wollen, wo hier mein Ellenbogen ist, wie hoch oder wie meine Schulter ist, ja, hohe, niedrige Schulter, das kann ich alles sehr schön machen und kann das eben eine Weile halten, bevor es unangenehm wird. 10 Pfund, wenn man das eine Minute hält, fängt man auch irgendwann an, ein bisschen zu zittern, aber da kann man eben viel länger und mit viel mehr Ruhe an Details zur Technik arbeiten. Und wenn man das schwerste Gummiband drauf macht, das ist das blaue, das hat bei einer Auszugslänge von 28 Zoll nach Herstellerangaben 20 Pfund. Ich habe gemessen 18 Pfund, also noch ein bisschen schwächer. Aber wenn man das oft genug auszieht, kann man damit auch ein kleines bisschen Krafttraining machen. Also 18 Pfund, 100 Mal ausgezogen hintereinander. Das hat auch einen Trainingseffekt. Und dann haben wir eben noch ein weiteres Gummiband dabei, das grüne. Also wir haben 3 Gummibänder dabei. Und das grüne hat eine Stärke von ungefähr 15 Pfund. Bei 28 Zoll Auszugslänge habe ich zumindest so gemessen. Und daran merkt man 10, 15, 18, alles sehr leicht, alles geeignet, um mit Anfängern, mit Einsteigern zu arbeiten oder eben um an der Technik zu feilen. Ja, das war eigentlich schon alles zu dem Grip Trainer von Pedago Archery. Haben wir jetzt bei uns im Shop, genauso wie Ersatzgummibänder, die auch wirklich sehr günstig zu haben sind. Und als letztes möchte ich noch zeigen, wie man die wechselt, weil das ist nämlich eine ganz schöne Lösung, die hier Pedago Archery sich ausgedacht hat. Wir haben hier oben eine Führung für diesen Kopf. Da ist in den Schlauch
irgendwas reingeschrumpft oder sowas. Wie genau das gemacht ist, weiß ich nicht. Und jetzt geht man also hier hin, drückt den nach oben und kann den dann hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt sehen konnte, und kann den dann wirklich mit wenigen Handgriffen austauschen. Also, das war's schon. Ich habe jetzt hier kein Werkzeug verwendet und jetzt nehme ich mir meinetwegen den grünen, führe den da durch, klappe das hier runter, so, und dann sitzt das. Und auf der anderen Seite das gleiche. Von unten hier durch und dann hier nach vorne. Und das war alles. Also kein Werkzeug. Innerhalb von ein paar Sekunden hat man das Gummi gewechselt. Fliegt mir auch nicht um die Ohren, wenn ich es ausziehe. Eine super Lösung. Ein ganz kompaktes, leichtes, kleines Teil. Von daher wirklich ein schönes Teil, sollte in keinem Verein fehlen. Wenn man mit Einsteigern trainiert, wenn man an der Technik feilt, wenn man irgendwelche Aufnahmen machen möchte, wo jemand zum Beispiel im Spiegel dabei zusehen kann, was man korrigiert, wenn man an der Haltung etwas korrigiert, ist das tatsächlich ein sehr schönes Hilfsmittel. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn noch Fragen sind zum Pedago Archery Grip Trainer, einfach in die Kommentare. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Glocke drücken, das Übliche. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.